Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und dies ist die Videoanleitung für das Shirt Linja. Linja ist ein locker sitzendes Shirt, das aus Jersey oder anderen dehnbaren Stoffen genäht werden kann. Was das Shirt besonders macht, ist hier der asymmetrische Ausschnitt. Mit dem Schnittmuster kannst du dir jetzt ein Basic-Shirt nähen, das halt doch nicht ganz basic ist, sondern ein bisschen was Besonderes hat und dadurch auch ein Hingucker, und das ist jetzt einfarbig halt super gut kombinierbar, aber es hat das gewisse Etwas. Los geht's mit der Anleitung. Ich habe die 18 Seiten des Schnittmusters zusammengeklebt und hier auf der Tabelle hast du die Maße mit den passenden Symbolen zum Ausschneiden und den Stoffverbrauch. Und die Maße sind vom höchsten Schulterpunkt, an der Brust und am Saum gemessen und das Ganze liegend. Beim Zuschneiden hier die Markierungen übertragen mit einem kleinen Knips. Das Rückteil wird im Stoffbruch zugeschnitten und hat ebenfalls hier eine Markierung. Zusätzlich brauchst du noch ein dünnes Vlies, das ist 1 cm breit und ca. 85 cm lang. Davon schneiden wir nachher die passenden Stücke ab. Los geht es mit Bügeln. An dem Zuschnittteil wird an der Ausschnittseite der Stoff 1 cm links auf links gebügelt. Auch am Vorder- und am Rückenteil wird der Ausschnitt links auf links gebügelt, 1 cm weit. Am Rückenteil lege ich nach dem Bügeln etwas Schweres auf die Kante. Bis das abgekühlt ist, so bleibt das besser in Form. Ein Stück Vlies abschneiden für das kleine Teil und das wird jetzt nicht ganz an die Kante gelegt, dazwischen mit der Klebeseite nach unten und wird dann dazwischen gebügelt. Das gleiche mache ich dann am langen Ausschnitt und auch am Rücken. Als erstes wird nun der kurze Ausschnitt genäht. Hierfür nehme ich die Cover-Stitch-Maschine. Es geht natürlich auch mit der Zwillingsnadel. Dort dann eine Stichlänge von 3 mm einstellen. Jetzt kannst du dort oben das kleine Dreieck abschneiden und dann kommt der kleine Ausschnitt an den großen Ausschnitt rechts auf rechts. Die beiden Teile werden nun aufeinander genäht. Das mache ich mit der normalen Nähmaschine und ich habe eine Jersey-Nadel eingesetzt. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Man näht also in der Kante. Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. Nun werden die Nahtzugaben zusammen nach unten gebügelt. Vorder- und Rückenteil werden nun an den Schultern rechts auf rechts aufeinander geklammert. Beginne mit der normalen Seite. Die umgebügelten Ausschnittkanten werden auseinandergeklappt und aufeinander geklammert und der Rest wird fixiert. Auf der Seite mit dem Ausschnitt wird nicht bis zum Ende von dem Stoff gesteckt, sondern nur bis zur Nahtzugabe. Hier kann man das nochmal sehen. Die Naht beginnt jetzt da an dem Stoffbruch und die Nahtzugabe vom Rückenteil bleibt frei. Die Nahtzugabe ist 1 cm und die Nähte werden verriegelt.
Die Nahtzugaben werden nun zusammen Richtung Rückenteil gebügelt. Jetzt geht es mit dem Ausschnitt weiter. Mit ein paar Nadeln fixiere ich die Nahtzugaben nochmal auf dem Stoff, um das gleich anschließend zu nähen. An dieser Stelle, wo wir vorhin nicht bis zum Stoffende genäht haben, wird jetzt die Nahtzugabe von der Schulternaht wieder Richtung Rücken gefaltet und die von dem Ausschnitt vom Rückenteil wird die Nahtzugabe so darüber gelegt und festgesteckt. So sieht das jetzt aus. Jetzt wird der ganze Ausschnitt abgesteppt. Einmal hier vom Ärmel bis zu dem kleinen Ausschnitt. Der kleine Ausschnitt ist ja schon genäht. Wenn du die Zwillingsnadel nimmst, dann nähst du hier wieder mit einer Stichlänge von 3 mm. Bei der Coverstitch ist die Einstellung gleich. Jetzt hier bis zu der Schulternaht nähen, einen Stich darüber hinaus vielleicht, bei der Zwillingsnadel natürlich verriegeln. Die Naht bügeln und dann vorbereitend schon mal die Säume bügeln. Der Saum wird 2 cm links auf links gelegt und gebügelt. An den Ärmeln werden 1 cm links auf links gelegt. Jetzt werden die Seiten rechts auf rechts geklammert. An der Markierung beginnen und dann den Stoff verteilen. Die Säume werden natürlich wieder aufgefaltet und aufeinander geklammert. Dann werden die beiden Seiten aufeinander genäht. Beginne am Saum und nähe bis zum Ärmel hoch. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Du kannst die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Dann werden die vorgebügelten Säume mit ein paar Nadeln fixiert. Nun die Säume nähen, am Ärmel und am Bund. Dabei liegt bei mir die linke Stoffseite außen und ich nähe den Ärmelsaum dann von der rechten Seite. Bei kleinen Öffnungen wie hier dem Ärmelsaum finde ich das praktisch, wenn ich auf diese Art nähe. Anschließend nähe ich natürlich noch den Saum und das Ganze wird dann mal wieder gebügelt und dann ist das Shirt auch schon fertig. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe natürlich sehr, dass dir das Video gefallen hat. Dann gib dem Video doch gerne einen Daumen hoch und über Kommentare freue ich mich auch immer super. Die lese ich nämlich immer sehr gerne. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Jetzt kommen noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort findest du natürlich Schnittmuster für das Shirt Linja, aber auch viele andere Schnittmuster für Taschen, Portemonnaies, Mützen. Freebooks sind dabei. Ein paar Taschen verkaufe ich auch. Reinklicken lohnt sich auf jeden Fall. Bis dann!